As I said, we are focusing a lot on the law. Wie schon gesagt, ich werde meine Gedanken viel am Gesetz haben. And I think you realize by now, Und ihr werdet jetzt schon bemerken, I'm not speaking against the law. ich spreche nicht gegen das Gesetz. I'm speaking against maintaining the wrong relationship with the law. Ich spreche gegen das falsche Verhältnis mit dem Herrn. I know that no matter how you say it, people will misunderstand. Ganz egal, wie er sagt, die Leute werden es missverstehen. So I just want to repeat. Will ich immer wieder wiederholen. I believe the law is holy and just and good. Ich glaube, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. The born-again person does not walk contrary to the law. Die wiedergeborenen Personen wandeln nicht gegen das Gesetz. The problem is the wrong relationship with the law. Das Problem ist das falsche Verhältnis mit dem Herrn. The law still is a correct definition of right and wrong. Das Gesetz ist immer noch eine korrekte Erklärung zwischen falsch und richtig. It is limited, but it is correct. Es ist limitiert, aber es ist korrekt. God wants you to love your enemies. Gott will, dass ihr eure Feinde lieben. But it is not wrong to say, don't kill your enemies. Aber es ist auch nicht falsch zu sagen, tötet nicht eure Feinde. It's correct. Es ist korrekt, es ist richtig. But God wants more than just correct. Aber Gott will mehr als nur richtig oder korrekt. He wants the right heart, not just the right behavior. Er will das richtige Herz, nicht nur das richtige Benehmen. And this is the whole point. Und das ist der Punkt. It's not only that the law does not take you far enough. Es ist nicht nur, dass das Gesetz dich nicht weit genug bringt. As we have seen, the law also causes you to have a wrong attitude and a wrong perspective of God. Aber wir haben auch gesehen, das Gesetz bringt dir, dass du die falsche Einstellung gegen Gott hast. I want to build a little bit on what I was saying this morning. Ich will aufbauen, was ich heute Morgen gesagt habe. And I want to title this afternoon's presentation, In the Eyes of God. Und diese Präsentation will ich nennen, in den Augen Gottes. And I want to further demonstrate how a wrong relationship to the law distorts our view of God. Und ich will weiterhin sagen, wie das falsche Verhältnis mit Gott, das falsche Verhältnis zu dem Gesetz. Have you ever heard somebody? Entschuldigung. Would you repeat that one more time? I want to demonstrate again how a wrong relationship with the law distorts how we see God. Ja, ein falsches Verhältnis zu dem Gesetz ändert, so wie wir Gott sehen sollen. Have you ever heard the saying that beauty is in the eyes of the beholder? Haben Sie schon gehört, dass Schönheit ist in den Augen dessen, der es sieht? It means people see things in different ways. Menschen sehen Dinge in verschiedenen Wegen. Very often, whether you approve of something or disapprove of it depends on your eyes. Oft ist es, ob man jemand etwas zustimmt oder nicht zustimmt, kommt davon aus, wie man es sieht. Somebody else sees something objectionable. You see something beautiful. Jemand sieht etwas nicht so schön, du siehst es schön. Look at this statement in Proverbs 15 and verse 3. Schaut Sprüche 15:3. 15:3. Die Augen Jahwes sind an jedem Orte, schauen aus auf Böse und auf Gute. All right. What this verse says is that God sees everything, good and bad. Das heißt, Gott sieht alles, Gutes und Böses.
His eyes see everything. Seine Augen sehen alles. When you read a verse like this, what kind of impression do you get? Wenn du einen Vers wie diesen liest, was denkt ihr da? There's a song that they sing around Christmas time in English-speaking countries. Da ist ein Lied, das wird gesungen während Weihnachtszeit in englisch sprechenden Ländern. It says Santa Claus is coming to town. Es sagt, St. Nikolaus kommt zur Stadt, zu uns. It says he's making a list. Er macht eine Liste He's checking it twice. und er checkt es zweimal. He's going to find out who is naughty or nice. Und er wird rausfinden, wer gut oder böse war. What idea do you get? Was für eine Idee kriegt ihr? He's watching you. Er beobachtet euch, He's taking notice of everything you do. er sieht alles, was ihr tut, And he's going to be nice to those who are nice. und er wird nett sein zu denen, die nett sind, And he's going to be unkind to those who are not nice. und er wird nicht so freundlich sein denen, die nicht gut so freundlich sind oder nett. You kind of get that idea when you read this verse. Ihr kriegt solch eine Idee, wenn ihr diesen Vers lest. And typically, when somebody reads this verse, Und typisch, wenn jemand diesen Vers liest, God is seeing everything. Gott sieht alles. He's watching the evil and he's watching the good. Er sieht das Böse und das Gute. The idea is you had better be good. Die Idee darin ist, ihr seid Because if sehr you're, gut, ihr müsst gut sein. because if you're bad, Denn wenn ihr böse seid, he sees. er sieht das. And the implication is you're going to get it. Und dann wird ihr bekommen, das, was ihr verdient. Honestly, Ernsthaft. this is how most people see God. Die meisten Menschen sehen so Gott. Even Christians. Sogar Christen. And to be honest, it's an idea that is in the Bible in many places. Um ehrlich zu sein, das ist eine Idee, die in der Bibel ist, in vielen Stellen. And it's very difficult to get rid of this perspective. Und es ist sehr schwierig, die richtige Einstellung dazu zu bekommen oder das richtig zu verstehen. And this is why most Bible believers are very oriented towards works. Und deshalb sind viele biblische Gläubige orientiert an den Werken. There's the underlying idea. Da ist eine unterstrichene Idee, You will be blessed if you are good. dass ihr gesegnet seid, wenn ihr gut seid. If you are not good, Wenn ihr nicht gut seid, you will invoke God's displeasure. dann ist Gott nicht glücklich über euch. I have been understanding things a little differently for 14 years. Aber seit 14 Jahren verstehe ich diese Dinge etwas anders. And I still can't get it out of my subconscious. Aber trotzdem kann ich es nicht aus meinem Unterbewusstsein herauskriegen. I still find myself thinking in this way that if I am bad, maybe I won't have the blessings. Immer noch kommt er zurück, wo er sagt, wenn ich nicht gehorche, dann bekomme ich nicht den Segen. You know, there are several verses like this. Look at Hebrews 4 and verse 13. Das sind mehrere Verse. Schaut auf Hebräer 4, Hebrews 4 and verse 13. 4:13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Again, you see that there is that veiled threat. Und wieder sehen Sie, da ist There's a warning. da ist eine Warnung. Like you're on probation, you're being watched. Ihr seid beobachtet, ihr werdet beobachtet. It makes you feel a little uncomfortable. Und das macht euch unkomfortabel. I used to be a school teacher, like I said. Wie ich gesagt habe, war ich ein Lehrer. I was a good teacher, Ich war ein guter Lehrer. I think. Ich denke.
But every now and then they would have assessors that came to the school. Aber ab und zu haben die Leute zur Schule gebracht, die das überschaut haben. They came from the government. Von der Regierung. And they sat at the back of the class Und sie saßen am Ende der Klasse, to watch how you were teaching. um zu beobachten, wie ich gelehrt habe. I was very uncomfortable. Ich war sehr nervös, unkomfortabel. That's when I did not do my best. At those times I did not do my best. Okay, und dann habe ich nicht das Beste von mir geben können. I could not concentrate on my job. Ich habe nicht richtig konzentrieren können an meiner Arbeit. I was concentrating on those who are examining my job. Aber meine Konzentration war auf die gerichtet, die meinen Job assistiert haben. It's hard to be relaxed when you think somebody is watching you. Ja, es ist schwer zu relaxen oder sich zu entspannen, wenn man weiß, ich werde beobachtet. You think a wrong thought, it's in the book. Du denkst einen falschen Gedanken, es ist im Buch. Every mistake you make is being marked. Jeder Fehler, den du machst, wird aufgeschrieben. It's a hard religion. Es ist eine harte Religion. And I'll tell you why it's so hard to get away from it. Und ich sage euch, warum es so schwer ist, davon wegzukommen. 3/4 of the Bible is like that. 3/4 der Bibel ist so. Never mind that the other quarter is the best quarter. Obwohl das andere Viertel das beste Teil ist. Most people remember the volume, Die meisten Leute erinnern sich an das ganze Volumen, not the quality. nicht die Qualität. And that's why we have this uphill job when we try to present the grace of God. Und deshalb haben wir das bergauf, diese Arbeit, wenn wir die Gnade Gottes präsentieren. And I mean, you know the stories. Ihr kennt die Geschichte. What do the eyes of God see? Was sehen die Augen Gottes? There's a man gathering sticks on the Sabbath. Da tut ein Mann Stücke aufheben am Sabbattag. God says, stone him with stones until he's dead. Und Gott sagt, steinigt ihn mit Steinen, bis er tot ist. There's a man who touches the ark. Da ist ein Mann, der die Arche, die Bundeslade berührt. Instantly he's dead. Sofort ist er tot. You can kind of sympathize with the people in Numbers 17 and verses 12 and 13. Ihr könnt euch mit den Leuten im Nummer 70. 3. Moses. 17:70. Und Jahwe sprach zu Mose. 12 and 13. Oh, 13. Jeder, der irgend zur Wohnung Jahwes naht. 12. Oh. Oh, sorry. Okay. Und die Kinder Israel sprachen zu Mose und sagten: Siehe, wir vergehen, wir kommen um, wir alle kommen um. Jeder, der irgend zur Wohnung Jahwes naht, der stirbt. Sollen wir denn alle zumal vergehen? This is so hard, Es ist so schwer, especially because we love God. weil wir ja Gott lieben. Dritter Moses? Okay, 4. Mose, 17:12. You kind of sympathize with the people. How do they feel about this God? Ihr könnt euch mit den Leuten miteinander sehen. Wie sehen sie Gott? They are scared to death. Sie haben sehr große Angst. A man is picking up sticks, he dies. Ein Mann, der Stücke aufhebt, stirbt. Korah, Dathan, and Abiram complain, they die. Korah, Dathan und Abiram, sie sterben. Some of the people are unhappy and they grumble about it. Manche sind unglücklich darüber 250 of them die. und sie beschwerden sich, 250.000 sterben. And the rest are trembling.
Und der Rest hat große Angst. They say, Sie sagen, we're going to die. We're all going to perish. wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Anybody who comes near God dies. Jeder, der Gott nahe kommt, der stirbt. Are we all going to die here? Sterben wir alle hier? You can kind of sympathize with them. Ihr könnt euch mit denen auseinandersetzen. I am so torn because I know how God feels about this. Ich bin so hin und her gerissen, weil ich weiß, wie Gott darüber denkt. This is the face of the God of the law. Das ist das Gesicht eines Gottes des Gesetzes. Under the system of the law, this is how God had to reveal his face. Unter diesem System des Gesetzes musste Gott so sein Gesicht zeigen. I was 12 years old. Ich war 12 Jahre alt, Actually, I was 11, a little over 11. 11 Jahre. I was going to high school for the first time. Ich bin zur Highschool gegangen für das erste Mal, den ersten I Tag. got a scholarship and I was going to Cornwall College. Ich habe Scholarship, ich habe a free certificate to go to college. It was high school, but they call it college. Oh. in Jamaica. Okay. And Gymnasium? Okay. I was sitting in my seat, and there was a boy in front of me in his seat. Ich war in meinem Stuhl gesessen und ein Junge saß vor mir in seinem Stuhl. He was rocking back in his seat. Er ist hin und zurück geschaukelt. And the chair fell over. Und der Stuhl ist umgefallen. The teacher said, both of you boys get outside. Und der Lehrer sagt, beide, ihr Jungs, geht raus. I said, sir, I didn't do anything. Ich habe gesagt, aber Herr, ich habe nichts getan. He said, don't argue, get outside. Er hat gesagt, argumentiere nicht mit mir, geh raus. I was 11 years old. Ich war 11 Jahre alt. I went outside. Bin ich nach draußen gegangen. We're both standing there. Und wir beide stehen da. Here comes the headmaster. Hier kommt, who was the headmaster? Ja, hier kommt der Direktor, Mr. Barrett, Mr. Barrett, in his jacket and his tie. in seiner Jacke und Krawatte. He's the headmaster. He does not dress like ordinary people. He is the headmaster, the principal. Huh? The principal. Okay. So. Direktor. Ja, okay. He sees us. Er hat uns gesehen. What are you boys doing out here? Was macht ihr Jungs hier draußen? He says to the other boy, go to my office and get my cane. Er sagt zu dem anderen Jungen, geh zu meinem Büro und hol meinen Stock, meine Krücke. The other boy comes back with the cane. Und der Junge kommt zurück mit diesem He asks Cane. no questions. Er hat keine Fragen gestellt. 6 strokes 6 Mal in my 11-year-old hands in seine 11-jährige Hände for nothing. für nichts. I was 11 years old. I couldn't even argue. Ich war 11, ich konnte noch nicht mal argumentieren. He gave both of us 6 and sent us inside. Beide von uns hat er 6 gegeben und hat uns reingeschickt. Schläge. 2 years later, he left the school. 2 Jahre später hat er die Schule verlassen. I never crossed paths with him again. Ich habe niemals ihn wieder gesehen, Because if I was coming this way and I saw him coming, denn als ich diesen Weg ging und ich sah, dass er daherkommt, I went that way. bin ich die andere Richtung gegangen. I made sure I never encountered him again. Ich habe sicher gemacht, dass ich ihn nie wieder treffe. He was not my friend. Er war nicht mein Freund. He was there to maintain the rules of the school. Er war da, um die Regeln der Schule Not zu to be my präsentieren, aber nicht mein Freund. He didn't care about me. Er hat sich um mich nicht gekümmert. I was just a little number among 800 boys. Ich war nur eine kleine Nummer von 800, zwischen 800 Jungs. Where I was concerned, Was ich gedacht habe, his duty was to see that my shirt was tucked in, er hätte sehen sollen, ob mein Hemd richtig in der Hose gestecken ist, my shoes are clean,
seine Schuhe sauber waren, I'm wearing the right color socks, dass ich die richtige Farbe Strümpfe anhabe. and if something is out of place, Und wenn irgendwas außer Platz war, he will send for his cane. dann soll er nach dem Stock senden. I kept out of his way. Ich bin ihm aus dem Weg geblieben. Those days the headmaster ruled with an iron hand. In diesen Tagen hat der Rektor mit einer eisernen Hand regiert. When he left, another man came named Jonathan Arthur Washington Crick. Als er wegging, kam ein anderer Mann, Jonathan Arthur Washington Crick. I remember because the boys called him Jaw Crick. Ich erinnere mich, weil die Jungs ihn genannt haben Jaw Crick. This one thought he was a gunslinger. Oh. Der hat gedacht, er war ein Gewehr-Gunslinger. Ein Cowboy. He would run into the classroom with his hands held low. Oh. So ist er ins Klassenzimmer gerannt. When they heard some boys making noise. Und eines Tages haben Jungs Geräusche gemacht. He ran into the classroom. Er ist ins Zimmer gerannt. Why are you boys making so much noise? Warum seid ihr so laut? You think I can't cane the whole lot of you? Denkt ihr, ich kann nicht alle von euch verschlagen? I just caned 11 boys, 8 each. Ich habe gerade 11 Jungs, 8, jedem 8 gegeben, geschlagen. 88. 11 mal 8, 88. Isn't that great? Ist das nicht großartig? Dare you laugh? Sie You lachen. keep a straight face and don't smile. Aber ihr müsst ernst sein und nicht lächeln. He was a character. Er war ein Charakter. When the boys saw him coming, they took off running. Wenn die Jungs ihn sahen, sind sie die andere Richtung gerannt. I remember when I used to go to another school when I was still in primary school. Ich erinnere mich, als ich in eine andere Schule gegangen war, in der Grundschule. At 9 o'clock, the principal is standing at the gate. Um 9 Uhr war der Rektor an dem Tor gestanden. And his strap is in his hand. Und der Stock war in seiner Hand. If you're late, you're getting a beating. Und wenn du spät bist, wirst du verhauen. More than once, Mehr als einmal, I'm ashamed to say, ich schäme mich zu sagen, I hid in the bushes until evening. ich habe mich in den Büschen versteckt bis zum Abend. I didn't go to school. Ich bin nicht zur Schule gegangen. My mother said, you have to go. Meine Mutter sagt, du musst gehen. So to avoid a beating at home and a beating at school, I hid in the bush. So, damit er aus dem Weg gehe, Schläge in der Schule und Schläge zu Hause, hat er sich im Busch versteckt. The principal was not my friend. Der Rektor war nicht mein Freund. He was the law administrator. Er war das Gesetz, der das Gesetz auswirkt. He was there to see that the law was kept. That was his purpose. Er war da, seine Aufgabe war, dass das Gesetz gehalten wird. He was a necessary evil because I had to go to school. Es war necessary. He was an evil that I had to endure. Also, es war etwas Böses, das ich ertragen musste. But I'll tell you, Aber ich sage euch, I avoided the principal as much as possible. ich bin ihm aus dem Wege gegangen, so oft es mir möglich war. Because I never ever regarded him as being on my side. Weil ich niemals ihn gesehen habe oder eingeschätzt, dass er an meiner Seite steht. I was there to keep the rule. Ich war dort, um die Regeln zu halten, He was there to see that I kept it. und er war da zu sehen, damit ich die Regeln einhalte. And that's all I knew about the headmaster. Und das ist alles, was ich über ihn wusste. When I first began to understand religion, Als ich zuerst Religion verstand, that is how I saw God. so habe ich Gott gesehen. And the law orientation riveted this idea in my mind. Und die Orientation dem Gesetz gegenüber hat diese Gedanken in meine Meinung gebracht. You know why I avoided the principal so much? Wisst ihr, warum ich dem Rektor aus dem Weg gegangen bin so oft? I was never sure when he would find fault.
Ich war mir nie sicher, wenn er irgendetwas sieht, was falsch war. The first school I went to, Die erste Schule, die ich besuchte, you know, black people, they have thick, knotty hair. ihr wisst, schwarze Menschen haben dicke schwarze Haare. The teacher would push a pencil through your hair. Was? A pencil. Oh. Und der Lehrer nahm einen Schreibstift und hat es durch die Haare And if the gezogen. pencil could not go through easily, Und wenn der Bleistift nicht leicht durchging, you might get a beating. dann wirst du verhauen. We had to be dressed in uniform. Wir mussten alle die gleiche Uniform anhaben. And though some of the kids used to go to school barefoot, Und manche Kinder sind barfuß in die Schule gegangen. you had to have on the right colors. Und du musstest die richtige Farbe tragen. So you never could tell when there would be a problem. Damit niemand sieht, wenn da ein Problem ist. So you just had to try to do your best, avoid the teacher, and hope for the best. So hast du immer probieren müssen, dein Bestes zu tun, dem Lehrer aus dem Weg zu gehen. Ja, und tu so gut, wie du kannst. So I understand how these Israelites felt. Deshalb verstehe ich, wie die Israeliten sich gefühlt haben. Are we all going to die? Werden wir alle sterben? Everything we do, we're wrong. Alles, was wir tun, es ist falsch. That's how it is under the system of the law. Genauso ist es unter dem System des Gesetzes. Like I said, Wie ich gesagt habe, which of you can say, welcher von euch kann sagen, even since this morning, sogar seit heute Morgen, I have not done anything wrong? ich habe nichts falsch getan. You didn't think a wrong thought? Hast du keine falschen Gedanken gehabt? You didn't take a wrong glance? Hast du nicht falsch geguckt? You didn't inadvertently laugh too much or grumble too much? Ihr habt nicht zu viel gelacht oder Goodness. zu viel gemurrt? Goodness me, if somebody's watching you 24/7. Wenn jemand euch beobachtet, 24 Stunden, 7 Tage lang Marking every flicker of your eye. und schreibt alles, jedes Blinzeln eures Auges auf. When will you ever make it? Wie könnt ihr es jemals schaffen? God help those who are planning to make it that way. Pardon? May God help those who are planning to make it Oh. that way. Möge Gott denen helfen, die probieren, diesen Weg zu gehen. And the thing is, God has helped them, but they don't seem to be aware of that help. Und Gott hat ihnen geholfen, aber sie sind sich dem nicht bewusst. Here's the truth about the law. Hier ist die Wahrheit über das Gesetz. John 1 and verse 17. Johannes 1, 17. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Who is it that gave the law? Wer hat das Gesetz gegeben? Not Moses, God. Nicht Moses, aber Gott. But John says Moses gave the law. Aber Johannes sagt, Moses hat das Gesetz gegeben. And why does he say it this way? Warum sagt er das? Because God gave the law through Moses. Weil Gott das Gesetz durch Moses gegeben hat. When God set up a system that involves human effort, Als Gott das System aufgebaut hatte oder aufgestellt hat, das menschliche Efforts, human efforts, menschliche Anstrengungen, he put a man in charge of it. hat er einen Mann in die Verantwortung gesetzt über das. And John is saying, Und Johannes, through humanity, durch die Menschheit, the law represents what God could do when humanity is involved. sagt, dass das Gesetz tun kann, wenn die Menschheit beteiligt ist. But grace and truth, Aber Gnade und Wahrheit, God's true program, God's true what? program Okay. Gottes wahres Programm could not come through a man konnte nicht durch einen Mann kommen or through a mere man.
oder durch einen einfachen Mann. When God wanted to set the perfect system in place, it had to be Jesus Christ. Als Gott das perfekte System einsetzen wollte, musste es kommen durch Jesus Christus. So the law is not a system of grace and truth. Das Gesetz ist nicht ein System der Gnade und Wahrheit. It's works and reward. Es ist Arbeit, Werke und Belohnungen. Jesus' system is grace and truth. Jesus' System ist Gnade und Wahrheit. And that is why Moses' system could never save anyone. Und deshalb konnte das System von Moses niemand retten. Because nobody can be saved by the works of the law. Denn niemand kann gerettet werden durch die Werke des Gesetzes. Even those people who will be saved from that former time. Sogar diese Menschen, die gerettet werden in dieser vorherigen Zeit, They died with the expectation of the grace that was to come. die sind gestorben mit der Erwartung der Gnade, die zu kommen war. Nothing in that first system ever saved anyone or could ever save anyone. Nichts in dem vorherigen System konnte jemals jemanden retten, As we saw very clearly this morning, wie wir heute Morgen ganz klar gesehen hatten. it was a schoolmaster, Es war ein Lehrer maybe a principal, oder ein Rektor, a teaching tool to bring you to Christ. ein Lehrwerkzeug, das euch zu Christus bringt. And under that system, you had a right to be afraid of the principal. Und unter diesem System hattet ihr ein Recht, Angst zu haben vom Rektor. Because it was a system where your faults were being constantly identified. Weil es ein System war, wo eure Fehler immer say it again, I'm stuck, I'm sorry. Under that system, it was a system where your faults were constantly being identified. Okay. Es war ein System, wo eure Fehler immer bemerkt wurden. Since we are looking at the subject of the eyes of God, Da wir das Thema der Augen Gottes haben jetzt, the question I want us to really consider is this. die Frage, die wir uns beschäftigen wollen, ist diese. Since the eyes of God are constantly watching us, Da die Augen Gottes immer uns beobachten, what do those eyes see? was sehen diese Augen? When my principal saw me, Wenn mein Rektor mich gesehen hat, his eyes glanced at my appearance. seine Augen haben überschaut, wie ich aussehe. He quickly picked up any flaw. Und sofort hat er jede Kleinigkeit gemerkt. Wrong colors, Falsche Farbe, dirty shoes, schmutzige Schuhe, late for school. spät für die Schule. That's what he was looking for. Er hat danach gesucht, geschaut. I never heard him say, "You have done well today." Ich habe ihn niemals hören sehen, du hast gut getan heute. He only was there to find the fault. Er war nur dort, um die Schuld zu sehen. At this time, there was another principal in my life. Und zu dieser Zeit war ein anderer Rektor in meinem Leben. My father was teaching at a school where he was principal at this time. Mein Vater hat auch gelehrt an der Schule, wo er Rektor war zu dieser Zeit. I saw him every day. Ich habe ihn jeden Tag gesehen. I encountered him every day. Jeden Tag habe ich ihn gesehen. Do you know I wasn't afraid of him? Ich hatte keine Angst vor ihm. In fact, I was very comfortable with him. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit ihm. And when he said, "David, come here," Und wenn er sagte, David, komm her, I did not start to tremble habe ich keine Angst gehabt, because I knew the eyes that were looking at me. weil ich wusste, die Augen, die auf mich schauten,
I knew they were the eyes of a father, not the eyes of a judge. Ich habe gewusst, dass die Augen eines Vaters sind und nicht die eines Richters. However other people saw him, he was my father. Ganz egal, wie andere Jungs oder andere Kinder ihn gesehen haben, er war mein Vater. He was not my headmaster. Er war nicht mein Rektor. And it made all the difference in the world. Und das war total verschieden. You know what? I'm making this point again Ich mache diesen Punkt nochmal, because it will help people to understand weil es Menschen hilft zu verstehen, why we must not see God as the God of the law. weil wir nicht Gott sehen müssen als ein Gott des Gesetzes. Because what is in your mind, that is what you live. Weil was in deinem Verstand, in deinen Gedanken ist, das wirst du leben. You can't help it. Ihr könnt es nicht anders tun. If you're comfortable with somebody, you naturally gravitate to the person. Wenn ihr komfortabel seid mit jemandem, tut ihr automatisch mit dieser Person übereinstimmen. If the person is looking at you to find fault, Wenn diese Person auf euch schaut, um Fehler zu suchen oder zu sehen marking every mistake, und jedes kleinste Detail aufschreibt, you can't help it. könnt ihr es nicht helfen. Your instinct is to avoid the person as much as possible. Euer Instinkt sagt euch, dass ihr diese Person meiden wollt. So I must pray. So muss ich beten So because I have to, I pray. und weil ich muss, bete ich. But I'm not comfortable. Aber ich bin nicht komfortabel. Ich fühle mich nicht wohl. I don't say, my dear daddy. Ich sage nicht, mein lieber Papa. I say, great, holy, mighty Father. Ich sage, großartiger, mächtiger Vater. God in the most holy place of the heavenly sanctuary. Gott im meist heiligen Platz in dem himmlischen Heiligtum. And you think of formal words to use. Und ihr versucht, formale Worte zu finden, Because you don't want to offend. weil ihr ihn nicht beleidigen wollt. And you have heard it said, we should pray for a long time. Und ihr habt gehört, dass wir beten sollen für eine lange Zeit. So you struggle to get through 10 minutes. So habt ihr Schwierigkeiten, durch 10 Minuten das zu tun. And you call the names of all the people you can think of. Und ihr nennt die Namen aller möglichen Leute, an die ihr denken könnt. And at the end of it, you have fulfilled your task. Und am Ende habt ihr eure Duty, also habt ihr eure Pflicht getan. But it has been very boring. Aber es war sehr langweilig. But you have to keep your religion alive, so you keep on doing it over and over. Aber ihr müsst eure Religion am Leben halten, so müsst ihr es immer wieder tun, immer wieder wiederholen. Listen, Hört zu. when you love God Wenn ihr Gott liebt and you're comfortable, und ihr seid komfortabel, it's easy to say, my daddy. dann ist es leicht zu sagen, mein Papa. You lie on your back and your legs are crossed. You lay on your back and- And your legs are crossed. Oh. Ihr liegt auf eurem Rücken und habt eure Beine verschränkt. And you're very comfortable with him. Und ihr seid sehr komfortabel mit ihm, sehr bequem mit ihm. You're not disrespectful, but you're comfortable. Ihr seid nicht respektlos, aber ihr seid sehr bequem mit ihm. You know you're accepted. Ihr wisst, dass ihr akzeptiert seid. I just want to refer us to several stories relating to Jesus. Ich will jetzt zu mehreren Geschichten, die sich mit Jesus abgeben. They caught a woman committing adultery. Weil eine Frau Ehebruch begangen hat. What does the law say about that? Was sagt das Gesetz über das? Stone her till she's dead. Steinigt ihr, bis sie tot ist. She was not just an adulteress. Sie war nicht nur eine Ehebrecherin, She was a habitual adulteress. sie war habitual, She kept on over and doing it. over. Ja, sie hat das immer wieder getan, Ehebruch. And so they caught her.
Und deshalb wurde sie erwischt. These men with the hearts of stone. Diese Männer hatten ein Herz, der steinige Herzen. They saw her through the eyes of the law. Diese Männer haben auf die Frau geschaut durch die Augen des Gesetzes. They do not see the fear on her face. Sie haben nicht die Angst in ihrem Gesicht gesehen. They don't see the shame in her eyes. Sie haben nicht die Scham in ihren Augen gesehen. They don't see the need for help and mercy. Sie hatten nicht gesehen, dass sie Gnade brauchte. It's like they are dealing with a statue instead of a human being. Es ist, als ob man mit einer Statue handelt, anstatt mit einem Menschen. Because these are the defenders of the law. Weil die sind die Verteidiger des Gesetzes. She broke the law and she must die. Sie hat das Gesetz gebrochen und sie muss sterben. And they bring her before Jesus. Und sie brachten sie vor Jesus. Her clothes hanging off Ihre Kleider hangen an ihr and her head held down. und ihr Kopf war gebeugt. What shall we do? Moses says, stone her. What do you say? Was sollen wir tun? Moses sagt, steinigt ihr. Was sagst du, dass wir tun sollen? And if you give the wrong answer, we'll stone you too. Und wenn du die falsche Antwort gibst, steinigen wir auch dich. What do the eyes of Jesus see? Was sehen die Augen von Jesus? Is he looking at this woman through the eyes of the law? Schaut er auf diese Frau durch die Augen des Gesetzes? I can feel his heart bleeding. Ich kann fühlen, wie sein Herz blutet. He wants to take this poor sinner into his arms and just let her know his love. Er will die arme, sündhafte Frau in seine Arme nehmen und will seine Liebe sie spüren lassen. And he finds a way to set her free. Und er findet einen Weg, um sie frei zu machen. He says, the one without sin, throw the first stone. Und er sagt, der ohne Sünde werfe den ersten Stein. Which of you kept the law? Wer von euch hat das Gesetz gehalten? One by one they drop their stones and they leave. Einer nach dem anderen hat den Stein fallen gelassen und ist gegangen. He says to the lady, Er sagt zur Frau, I don't condemn you. ich beschuldige dich nicht. You broke the law. Du hast das Gesetz gebrochen. I don't condemn you. Ich beschuldige dich nicht. You're guilty. Du bist schuldig. I don't condemn you. Ich verdamme dich nicht, danke. There's a song that I think Engelbert Humperdinck used to sing it. Da ist ein Lied, Engelbert Humperdinck hat gesungen. The older ones will know who I'm talking about. But it says, Aber es heißt, it's true I know es ist wahr, ich weiß, that eyes of love may change the view for me. dass die Augen der Liebe meine Sicht verändert. For eyes of love can see so much Weil Augen der Liebe können so viel sehen, that other eyes don't see. welches andere Augen nicht sehen können. What kind of eyes is God looking at you through? Mit welchen Augen schaut Gott auf dich? Eyes of the law or eyes of love? Augen des Gesetzes oder Augen der Liebe? When I look at my grandson, Wenn ich auf meinen Enkelsohn schaue, what do you think I see? was denkt ihr, dass ich sehe? Do you think I'm looking for reasons to say he's bad or reasons to love him? Denke ich, will Gründe finden, dass ich sehe, dass er schlecht ist, oder denkt ihr, ich will Gründe finden, dass ich sehe, dass ich ihn liebe? Everything is in the eyes of the one who is looking at you. Alles ist in den Augen dessen, der auf dich schaut. I remember a cartoon I saw when I was a boy. Ich erinnere mich, einen Zeichentrick zu sehen, Film zu sehen, als ich ein Junge war. There was a man with a huge nose. Da war ein Mann mit einer riesigen Nase. When you looked at his face, all you saw was a nose. Wenn du auf sein Gesicht geschaut hast, hast du nur eine große Nase gesehen. Now, somehow this man had two kids, but he refused to acknowledge that they were his. To acknowledge? He refused to accept that they were his. Okay. Er hatte 2 Kinder,
Aber er hatte sich geweigert, sie anzunehmen als seine Kinder. He had never seen them. Er hat sie niemals gesehen. And in this cartoon, Und in diesem Film, one day, the mother came to see him with these 2 children. eines Tages kam die Mutter, um den Vater zu sehen mit den 2 Kindern. And when you look at these 2 children, Und wenn ihr auf die 2 Kinder schaut, all you see is 2 huge noses. alles, was ihr seht, sind die großen Nasen. And the man's face is smiling. And the man, is smiling. Und der Mann, der lächelt. He says, look at those faces. Er sagt, schaut auf diese Gesichter. Full of character. Voll von Charakter. All you can see is those 2 ugly noses. Und alles, was du sehen kannst, sind die schrecklichen Nasen. He sees character. Aber er sieht Charakter. What kind of eyes do you think God is looking at you with? Was für Augen denkt ihr, Gott schaut auf euch mit? And what does he see when he looks at you? Und was sieht er, wenn er auf dich schaut? You broke the rules 3 times this morning. Du hast die Regeln 3-mal gebrochen heute Morgen. No. Nein. He's looking and he's seeing every reason to love you. Er schaut auf dich und er sieht alle Gründe, euch lieben zu können. To take you to his bosom Er nimmt euch in seine Arme and accept you as his child. und akzeptiert euch als sein Kind, Or seine Kinder. grandchild. Oder If you're Enkelkinder. Right, I say grandchild because that's what I can empathize with. Another story in John chapter 4. Eine andere Geschichte in Johannes Kapitel 4. I'll just read one verse and then we know the story. I'll refer to the story. John 4 and verse 27. Nur ein Vers und dann kennen wir die Geschichte. He's talking to this woman at the well. John 4, which verse? 27. 27. Und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einem Weibe redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Why are the disciples amazed? Warum wundern sich seine Nachfolger? Bitte? Weil er mit einer Frau gesprochen hatte. Sorry, because he spoke with a woman. They see this woman through the eyes of the law. Sie haben diese Frau gesehen mit den Augen des Gesetzes, The woman is a Samaritan. weil sie eine Samariterin war. In the Jewish culture, Samaritans are dogs. Und im Jüdischen sind die Samariter Hunde. More than this, Mehr als das. Mehr als das. this woman is a husband stealer. A husband stealer? Yes. Diese Frau ist eine, die Männer stiehlt, Ehemänner wegstiehlt. Jesus is a prophet. Jesus ist ein Prophet. He's the son of God. Er ist der Sohn Gottes. How is he speaking to somebody like this? Wieso spricht er mit so einer Person? They are amazed. Sie wundern sich. They are looking through the eyes of law. Sie schauen durch die Augen des Gesetzes. Jesus is like this. Jesus ist so. He's comfortable. Er ist komfortabel. He's happy. He's what? Happy. Er ist glücklich. He's teaching the woman things that he never even taught the disciples. Er hat dieser Frau Sachen gelehrt, die er noch nicht mal seinen Nachfolger gelehrt hat. Because he sees her heart Weil er ihr Herz sieht and he loves her. und er liebt sie. He does not see the record of bad. Er sieht nicht alles, was schlecht über sie war. He sees how God feels about this person. Er sieht, so wie Gott sich fühlt über diese Person. He's looking through the eyes of love. Er schaut durch die Augen der Liebe. And these are the true eyes of God. Und das sind die wahren Augen Gottes. Another story. Eine andere Geschichte. He's invited to a supper by a Pharisee, Er ist eingeladen zu einem Essen von einem Pharisäer, bei einem Pharisäer. Simon, Simon. chief of the lawkeepers. Captain, Boss, Chief, Gesetzeslehrer des Gesetzeslehrer. They're all sitting there having their meal.
Sie sitzen alle da und haben ihr Essen und essen. When of all the terrible things to happen, When of all the terrible things. of all the terrible things to happen, a Und- woman creeps into the room. Und alles Schreckliche, was passieren kann, eine Frau kommt in dieses Zimmer. She is a known prostitute. Und sie ist eine Prostituierte. The Bible says a woman that was a sinner. Und die Bibel sagt, eine Frau, sie war eine Sünderin. When somebody looks at you, Wenn jemand auf dich schaut, when the whole town looks at you, wenn die ganze Stadt auf dich schaut and everybody says sinner, und jeder sagt Sünder, you must be bad. dann musst du schlecht sein. And your badness must be public. Und deine Schlechtheit muss allen bekannt sein. The woman is so accustomed to shame, it doesn't matter anymore. Die Woman hat sich so an Scham gewöhnt, es macht ihr nichts mehr aus. But she comes with a purpose. Aber sie kommt mit einem Grund. Something burning in her heart so strong she cannot keep away. Es brennt etwas in ihrem Herzen so stark, sie kann nicht davon loskommen. She breaks the custom, Sie bricht die Regeln, good manners, gute Manieren, protocol, Protokoll, and she comes and she sits at his feet. und sie kommt und sie setzt sich an seine Füße. And she has bought a flask of ointment, Excuse me. a bottle. I know. And she brought perfume. It has cost her Leiböl. 1 year's salary. Und es hat ein Jahr ihres Zahltags gekostet. She breaks it on his feet Sie bringt es zu seinen Füßen and she's crying und sie weint. and she's wiping it with her hair. Und sie wischt es mit ihren Haaren, Because this is the woman whom he forgave when they wanted to stone her to death. weil das die Frau ist, er hat ihr vergeben, als sie steinigen wollten. And the Pharisee who invited him is horrified. Und der Pharisäer, der alle eingeladen hat, ist erschrocken. He makes up his mind. Er macht, This man cannot be a prophet. what? Cannot be a prophet. Oh. So der Pharisäer denkt, dieser Mann kann kein Prophet sein. Or else he would know what kind of woman this is that is touching his feet. Andererseits würde er ja sehen, was das für eine Frau ist, die seine Füße berührt. What kind of eyes is he looking through? Was für Augen schaut er durch? The eyes of the law. Die Augen der Liebe. Eyes that condemn Oh, you. yes. Sorry. Der Pharisäer schaut durch die Augen des Gesetzes. Eyes that condemn you because you have broken the rules. Augen, die beschuldigen, weil die Regel gebrochen wurde. Jesus is smiling. Jesus lächelt. His hand is Sein- on her shoulders. Seine Hand ist auf ihrer Schulter. And he's comforting her in spite of all the criticism that is everywhere. Und er tröstet sie. The thieving Judas says, why wasn't this sold for 300 pence and given to the poor? Und der Dieb Judas sagt, warum wurde das Parfüm nicht verkauft und das Geld den Armen gegeben für 300? Jesus says, leave her alone. Und Jesus sagt zu ihm, lass sie in Ruhe. She has come to anoint my body for the burying. Sie kam, meinen Leib einzureiben für meine Beerdigung. And anywhere the gospel is preached, what she has done will be told. Und wo immer... Sorry. It's worth crying about. Und wo immer das Evangelium gepredigt wurde, wird von ihr geredet werden. And it is being preached here today along with the gospel. Und es wird auch hier gepredigt heute mit dem Evangelium. Thank God, Gott sei Dank, the eyes of God die Augen Gottes are not the eyes of the law. sind nicht die Augen des Gesetzes. Let me read the verse, Ephesians 1 and verse 6. Epheser 1,6.
Let's read verse 5 and then verse 6. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Please read verse 6. You read verse 6? Ja. All right, thank you. Now, verse 6 is what I want us to focus on. Many years ago, I was reading the journal of John Wesley. Ich will, dass wir Fokus nehmen. Vor vielen Jahren hat er das Journal von John Wesley gelesen, The great English reformer. der englische Reformation. And I read where he says, "Today I preached on this verse, accepted in the beloved." Und er hat gelesen, ich habe gelesen, wo er sagte, heute predige ich diesen Vers, dass ich akzeptiert bin in dem Geliebten. I was a young Christian. Ich war ein junger Christ. I said, what is there in that to preach about? Was ist da, worüber die predigen? You preach a whole sermon about accepted in the beloved. Du tust ein ganzes Predigt über akzeptiert in dem Geliebten. I couldn't understand. Ich konnte es nicht verstehen. Today, Heute understanding the gospel, das Evangelium zu verstehen, it's one of my favorite verses. es ist eines meiner Lieblingsversen. Because once I thought Denn einmal dachte ich, I was accepted because I kept the rules, ich war akzeptiert, weil ich die Regeln gehalten habe. I couldn't make it. Ich schaffte es nicht. Some places I am accepted because I'm black. Andere Stellen, ich bin akzeptiert, weil ich schwarz bin. Some places because I'm smart. Andere Stellen, weil ich gescheit bin. Some people accept me because I'm pleasant. Manche akzeptieren mich, weil ich angenehm bin. God found a way Gott hat einen Weg gefunden, to accept me mich zu akzeptieren, that had nothing to do with what I am. das nichts zu tun hatte mit wer ich bin. Hallelujah. Amen. I am taken out of the way, Ich bin aus dem Weg geschafft. so I'm sure to make it. Ja, jetzt kann ich das machen. Jetzt weiß ich kann es machen. If it depended on me, Wenn es auf mich, wenn es von mir abhängt, goodness me, sometimes my shoes are dirty. oh, manchmal sind meine Schuhe schmutzig, Sometimes my shirt is not tucked in. manchmal mein Hemd stickt raus, Sometimes a wrong word slips out. manchmal tue ich die falschen Worte sprechen, Sometimes I'm standing outside the classroom door. manchmal bin ich draußen vom Klassenzimmer. God says your acceptance has nothing to do with you. Gott sagt, dein Akzeptieren hat mit dir nichts zu tun. I have made you accepted in the beloved. Ich habe dich akzeptiert in dem Geliebten. The only thing that matters, Das Einzige, was zählt, have you received my son? hast du meinen Sohn empfangen. That's the only thing that matters. Das ist das Einzige, was zählt. The gospel is good news. Das Evangelium ist eine gute Botschaft, gute Nachrichten. Isn't it amazing? Ist God es nicht finds a way to ausgezeichnet? save you in spite of you. Gott hat einen Weg gefunden, dich zu retten, obwohl dich selber, Outside of you. außerhalb von dir, Independent of you. unabhängig von dir. Irrespective of you. Irrespektiv. And I would leave you be. Never mind, it's the same thing. Yeah. So, it is what the eyes of God sees. Es ist, was die Augen Gottes sehen. And when He looks at us, Und wenn er auf uns schaut, through the eyes of His Son, through the lens of His Son, durch die Linsen seines Sohnes, we're accepted. wir sind akzeptiert. How much accepted? Wie viel akzeptiert? Wie weit akzeptiert? 100%. 100%. Lacking nothing.
Es fehlt nichts. This is the gospel. Das ist das Evangelium. This is the new covenant. Das ist der neue Bund. This is our message. Das ist unsere Botschaft. And let those who don't like it criticize and condemn and rage. Und lass die, denen das nicht gefällt, kritisieren und zornen und sich aufregen. But the word of God says, Aber das Wort Gottes sagt, the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, die ganze Erde wird gefüllt sein mit dem Wissen der Herrlichkeit Gottes, as the waters cover the sea. so wie das Wasser die See überdeckt. And God's glory is God's grace, Und Gottes Herrlichkeit ist Gottes Gnade, His goodness towards us. seine Güte uns gegenüber. So I'm going to stop here, So werde ich hier enden. and I hope that by God's grace we really understand what I've been trying to say. Und ich hoffe, dass bei Gottes Gnade wir wirklich verstehen, was ich probiere euch entgegenzubringen. I'll just read the last passage, Ich lese die letzte Romans Verse. 8. Römer 8. Please read verse 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Read from verse 33 to the end. Wer wird wider Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Till 38? To the end, yes. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. So when we think of God, So, wenn wir über Gott denken, if you must think of the principle, wenn ihr die Prinzipien bedenkt, think of my father who was the principal, denkt an meinen Vater, der der Rektor war, not the one who was there to measure you against the rules. nicht an den, der dort war, um euch zu bemessen der Regel gegenüber. We are his children, Wir sind seine Kinder, accepted in the beloved. akzeptiert in dem Geliebten. We will close and have our final prayer on that note. Wir werden schließen und beten.